Wir verlassen Pumba, um uns in ein neues Abenteuer zu stürzen. Wir wollen der Natur ganz nah sein, durch die winterliche Wildnis wandern und die Abgeschiedenheit der Wälder genießen. Es ist ein wunderbares Gefühl, sich auf dem richtigen Pfad zu befinden. Wir lieben diese hohen Berge und atemberaubenden Täler. Wir sind jetzt weitergefahren, frühstücken gerade. Es waren nur 5 Minuten Fahrtweg, weil wir Pumba hier stehen lassen werden. Wir haben nämlich was vor, aber dazu erzählen wir euch gleich mehr. So, wir haben alles gepackt. Ich weiß noch nicht, ob ich meinen Rucksack aufbekomme, ob der zu schwer ist. Wir wollen nämlich heute in eine Bufi wandern und dort übernachten. Wie ihr seht, perfektes Wetter dafür. Ja, es bleibt spannend, ob wir die Nacht überleben, ob wir erfrieren, ob wir dort Wasser finden, weil wir haben auch nur eine Flasche mit. Ja. Und ja, ob wir es überhaupt bis dahin schaffen. Also Abenteuer ist vorprogrammiert auf jeden Fall. Ja. Und ja. Oh. Mein Rücken weint jetzt schon. Der jammert und weint. Aber jammern auf hohem Niveau haben wir uns selber ausgesucht. Ich hoffe, ich stehe es durch. Wir haben 2 Bufis. Eine ist 1,5 Stunden entfernt und die zweite ungefähr 3 Stunden. Ich denke mal bei Schnee und mit Film jeweils noch eine Stunde drauf. Ja. Wir gucken einfach mal, oder? Wir kommen bei der ersten sowieso vorbei. Und wenn wir nicht mehr können, bleiben wir dort. Obwohl die zweite in noch einer geileren Lage ist. Also, ja, drück uns die Daumen, dass wir es bis da hoch schaffen. Dass wir den Rücken durchhält. Oh, mein armer Schatz. Ich sehe schon deinen Kopf fast gar nicht mehr durch den Rucksack.
Aber perfektes Wetter, ne? Ja, ist übelst schön. Das Traumland gerade hier mit den dicken Schneeflocken, die so ganz leise vor sich hin rieseln. Ich bin gespannt, wenn wir gleich aus dem Wald raus sind und dann vielleicht noch einen Blick so ein bisschen in das große Tal, in den Glen hinein erhaschen können, wie das aussieht. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, so soll ein Winter sein. Schnee, Eis. Isst du wieder Schnee? Ja, er isst wieder Schnee. Ist das geil. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be. Auch ein schönes Häuschen, ne? Ja, ist eine Lodge, aber die ist vernagelt. So, das ist die erste Buffy. Sieht ziemlich zu aus. Oh, Das wäre natürlich Worst Case, wenn die zugangen. das wäre ein richtiges Worst-Case-Szenario. Ja, aber hier ist. Da ist ein Schloss davor. Ja. Oh, Backe. Ich hoffe, die andere, die noch weiter weg ist, ist nicht zu. Sonst hoffe haben wir einen Zappen. Ja, das hoffe ich auch. Sonst heißt alles wieder zurücklaufen und bis dahin ist dann auch dunkel. Fingers crossed. Man sieht's nicht, aber ich mach's und ich halte auch die Daumen gedrückt. Ride the train ride home. I hope to make you my own. Before the train ride home. I hope to make you my own. Hoffentlich ist die Buffy offen. Das wäre sonst eine herbe Enttäuschung. Oh. Und die Strapazen, also bei der Umgebung, die sind es auf jeden Fall wert. Aber wenn wir da ankommen und dann nicht dort übernachten können. Wir haben kein Zelt, keinen Schlafsack und nichts. Wir können auch nicht draußen pennen. Ja, Wir müssen definitiv zurück. Oh, das wäre so schade. Hoffentlich klappt das, ey. Wir haben jetzt noch, ich glaube, knapp 2 Stunden oder 1,5 Stunden vor uns. 8 Kilometer, 7,5. Oh, und ja, wir hoffen das Beste. Weil die Landschaft, die ist unschlagbar, ist atemberaubend. Es ist so schön hier. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Na, noch Kraft? Die schwindet gerade sehr. Wie schaffst du das nur, ey? Der Wille zur Bufi zu kommen. Hut ab, Schatz, Hut ab, was du hier alles mit dir rumschleppst und ich mit dem kleinen Rucksack habe schon übelst zu kämpfen. Oh, ich schwitze so sehr. Ja, aber der Schnee wird auch immer mehr, also jetzt sind wir schon fast knöcheltief im Schnee. Ja, und guck mal die Jacke an. Ja. Hier siehst du auch ein bisschen den Unterschied. Ja, Aber es schneit auch, seit wir losgelaufen sind. ja Ununterbrochen. die dicksten Flocken. Wer nicht genug hat, ist Cäsar. Der hüpft schon wieder rum wie ein junges Reh. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Der genießt es so sehr. Aber du reist auch mit dem leichtesten Gepäck, gell? Mit gar keinem. Oh Gott. Dieser Nein. Das Holz unten. Beim Holz. Schnell wieder den Laden dicht. Hier. Das knistert. Das ist eine Knisterschokolade. Das sind voll die Kindheitserinnerungen. Mmh. So, Kamera ist ausgefallen. Ja, die Superschutzhülle hat nichts gebracht oder wenig. Geht nicht mehr. Jetzt müssen wir mit dem iPhone filmen. Verzeiht's uns. Wir hoffen, dass das mit dem iPhone auch noch ein paar schöne Bilder für euch rüberbringt. Und hoffen, dass dann in der Hütte die Kamera wieder trocknet und ja, die wieder funktioniert. Wahnsinn. Da hinten müssen wir jetzt noch irgendwo lang. Da hinten müsste irgendwo die Bufi sein. Wir haben es bald geschafft. 4 Kilometer noch. Und dann müssen wir nur noch hoffen, dass sie offen hat. Oh, bitte. Bitte. Leute, komplette Eskalation. Der Weg ist so krass. Hier ist auch der ganze Altschnee drunter vereist. Ich bin die ganze Zeit hier nur am Einkrachen ins Eis. Tina läuft hinter mir und ich versuche halt irgendwie einen Weg zu bahnen. Jetzt wird es in 10 Minuten dunkel. Wir haben immer noch knapp 30 Minuten vor uns. Oh, wir sollten eigentlich schon seit 1,5 Stunden da sein. Der Weg ist so anstrengend. Obwohl das insgesamt nur 250 Höhenmeter waren. So unfassbar. Komplett überschätzt. Aber ich hoffe, wir schaffen es noch. Also wir schaffen es auf jeden Fall. Oder willst du hier draußen schlafen? Nee. Tinas Laune ist schon leicht gesunken, aber die kommt wieder nach oben gleich. Leute, seht ihr? Leute, seht ihr da vorne die Hütte? Wir haben es gleich geschafft. Das war eine richtige Höllentour. Jetzt haben wir uns Print von Samunda und lecker Essen verdient. Auf jeden Fall. Was hab ich geflucht auf diesem Weg hier? Ja, jetzt haben wir es. Und morgen früh mit grandiosem Blick aufwachen. Lass uns erstmal zu dieser Hütte gelangen. Wir wissen immer noch nicht, ob sie geöffnet hat. Das stimmt.
Wir haben es gleich. Da ist die Brücke, da ist die Bufi. Na dann die letzten Meter, auf geht's. Oh, das war ein geiles Gefühl. Die letzten Meter darf man auch getragen werden. Das ist okay. Toilette? Okay. Ja, könnt ihr sitzen. Geil, da ist sogar eine Toilette. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, ich war noch nie so glücklich und so stolz auf mich. Ich auch nicht. Oh, ich hatte so Angst, dass es geschlossen ist. Aber guck mal, hier gibt es auch Isomatten. Oh, geil. Herrlich. Ich freue mich jetzt so auf ein Feuer und Essen. Ja. Wird erstmal das Nachtlager aufgeschlagen. Man mag sich übrigens wundern, warum wir hier mit Bettdecken anreißen. Wir haben natürlich keine Schlafsäcke und keine Isomatten. Im Auto, ja. Im Auto, die sind in Deutschland. Deswegen haben wir uns kurzerhand gedacht, naja, probieren wir es mal mit unseren Decken. Aber hier waren zum Glück ja diese Isomatten da und jetzt unsere Decken drauf. Ich glaube, das wird ganz gut passen, oder? Ja, wir werden sehen. Du kriegst die dicke Decke, ich nehme die andere Decke. Wir haben noch eine andere, die wir noch oben drüber machen können, über uns beide. Und dann kommt Sehr der wahrscheinlich. Hasenpups da unten kommt sowieso wieder mit hoch. Und dann wird es schon warm. Sehr wahrscheinlich, gell? Stimmst du bei uns? Wollen wir erstmal Feuer anmachen? Ja. Okay. Würde ich sagen, machen wir es mal an jetzt, hm? Ja, gerne, sehr gerne. Nachtlager aufgeschlagen. Cäsar ist schon oben, da heizt es schon mal ein. Ja, wir müssen noch Zähne putzen, dann kuscheln wir uns dazu. Mal gucken, was die Nacht bringt, ne? Ja, wir müssen uns einfach schön aneinander kuscheln, dass wir nicht zu frieren. Pinguin-Taktik, ha? Ja.
Bei dir raucht es aus dem Mund. Ja. Wie hast du geschlafen? Ich habe sehr hart geschlafen. Also ich dachte eigentlich erst, dass ich friere. Aber Marco hat dafür gesorgt, dass ich richtig dick eingemummelt war und hat ja auch abends ganz lang Feuer gemacht. Also es war echt angenehm warm. Aber mein Rücken tut so weh. Wir sind einfach verwöhnt. Ja, wir sind zwei Prinzessinnen auf der Erde. Ne? Ja. Also auf der Isomatte schlafen ist irgendwie nichts mehr für uns. Nee, oh, wir haben uns beide gedreht und gewendet. Und wir waren meines Erachtens gut ausgestattet hier mit den dicken Decken Ja, und wir so. hatten halt keine Unterlage. Wir Ja. können mal gucken, ob wir vielleicht nach die Tage irgendwo was herbekommen. Ja. Solche zum Aufblasen, die sind so 10 cm dick dann. Ja, weil ich finde diese dünnen Isomatten, Die machen halt nichts ja, aus. da denkst du, liegst einfach auf dem puren Holz. Das hat sich auch angefühlt. Ja. Ja. Cäsar hat richtig gut geschlafen. Der hat so laut geschnarcht. Ja. Du kleiner Schnarchi, gell? Du warst auch platt von der Wanderung. Ja. Wir frühstücken jetzt noch und dann werden wir so langsam den Heimweg antreten. Weil wir haben ja festgestellt gestern, dass es unter 5 Stunden nicht machbar ist. Und die Nacht hat es jetzt leider noch geregnet, das heißt, es ist alles vereist draußen. Also jetzt sind gerade wieder Minusgrade, es ist arschglatt. Deswegen war das, glaube ich, wieder ein guter Balanceakt zurückzukommen. Und ja, jetzt machen wir dabei erstmal noch Frühstück hier auf dem kleinen Feuer. Wir würden euch ja gerne noch die Bufi zeigen, aber hier ist stockdunkel drin, weil hier gibt es nur ein kleines Fenster. Aber es ist halt ganz simpel gehalten. Da hinten gibt es so eine Bettplattform erhöht. Dann hat man hier 3 Stühle drin, einen ganz kleinen Tisch, hier eine Bank neben dem Kamin. Kamin, eine Wäscheleine über dem Kamin. Und Und Feuerdecke, ganz klar. eine Feuerdecke, ganz wichtig. Italien darf nicht fehlen. Und auf der Rückseite von diesem Buffet, ganz cool, da gibt es auch so einen kleinen Trakt, da sind 4 Plumpsklos drin. Stimmt. Also für die dringenden Bedürfnisse auch gesorgt. Ja, und that's it, das war's. Mehr gibt's hier nicht, aber das reicht aus. Es war richtig schön hier auf jeden Fall heute Nacht und gestern Abend. Ja, Ja. und richtig gemütlich. Wir leben in einer wunderbaren Welt, die voller Schönheit, Charme und Abenteuer ist. Die Abenteuer, die wir erleben können, sind unendlich, solange wir nur mit offenen Augen danach suchen. Für alle, die sich fragen, wo wir heute Nacht eigentlich geschlafen haben, wir haben in dieser Bufi geschlafen, typisch für Schottland. Die werden bereitgestellt von Wandervereinen und Gemeinden, die kümmern sich um diese Hütten. Das sind irgendwelche alten Bauernhütten oder, keine Ahnung, Tierställe von früher, und die haben sie einfach umgebaut und umfunktioniert mit meistens Kamin und Schlafmöglichkeiten drin. Und die findet man an den entlegensten Orten, mitten in den Bergen in Schottland überall. Die zum Beispiel gibt es schon seit 1920, wird die für Bergsteiger und Wanderer zur Verfügung gestellt.
Also es ist eine mega coole Sache. Ja, und die Bufis, die sind alle unterschiedlich ausgestattet. Bei manchen, da hast du eine halbe Küche schon dort vor Ort. Hier war leider nichts, aber wir hatten zum Glück unsere Pfanne dabei. Bei manchen ist sogar Kamin bzw. Feuerholz schon vorhanden. Ansonsten bringt man es halt mit und man lässt eigentlich für immer für die Nachfolge irgendwas da. Sei es eine Kerze oder hier standen jetzt ein paar Gaskartuschen für einen Gaskocher drin. Ja, so funktioniert das Ganze. Eine mega coole Sache. Und sollte auf jeden Fall mal gemacht haben. Es ist ein richtiges Abenteuer, erstmal bis zu diesen Orten zu gelangen. Ja, und dann sein Feuerchen zu machen, sein Essen zuzubereiten und sich dann das irgendwie warm zu machen, die Hütte, damit man auch übernachten kann. Das ist schon eine Herausforderung, aber es hat echt Spaß gemacht, war richtig cool.
Der ist noch platter als wir. Oh, wir sind alle K.O. Wir sind angekommen in Pumba und sind direkt erstmal in einen Café gefahren, haben was gegessen, weil wir so Hunger hatten. Und was Warmes getrunken. Ja, wir hatten viel zu wenig Proviant für uns dabei. Also Cäsar hat von uns allen am meisten gegessen. Wir haben nämlich festgestellt, dass Maps.me uns nicht ganz gesagt hat, wie weit es ist. Nämlich laut Maps.me waren es pro Strecke 13 Kilometer. Und wir haben es dann aber an unserem Schrittzähler gesehen, dass wir 19 Kilometer gelaufen sind. Deswegen hat es auch Sinn gemacht, dass wir gestern so spät in der Boothie angekommen sind und waren heute dann auch direkt zum Sonnenuntergang wieder zurück in Pumba. Es war echt anstrengend und ich denke auch immer super viel drüber nach, wenn wir wandern sind. Ich habe gestern echt viel geflucht, weil es war so anstrengend und ich hatte so Rückenschmerzen und dann habe ich immer an Marco gedacht und gedacht, boah, ich darf mich nicht schlecht fühlen und mich beschweren, weil der hat 10-mal so viel Gepäck wie ich geschleppt. Aber ich habe mich echt aufgeregt, weil es immer schwieriger wurde und dann einfach die Strecke so hart war. Und dann muss ich wieder sagen, wenn man dann oben ist und diesen Ausblick hat, da ist man einfach so stolz und so überwältigt einfach von dieser Aussicht und auch mit der Boothie dann, dass wir da geschlafen haben. Es war so gemütlich mit dem Feuer und allem und ich kann dann immer nur sagen, ey Leute, geht raus aus eurer Komfortzone. Marco pusht mich da auch immer. Mir fällt es manchmal echt schwer, aber es lohnt sich einfach, weil es so schön ist, was man dann alles erlebt. Ja, die harten und steinigen Wege sind sehr anstrengend natürlich, aber sie lohnen sich wirklich. Und jetzt sind wir einfach nur total K.O. Ich habe mich hier schon eingemummelt. An Cäsar sieht man auch, wie fertig wir alle sind. Ich glaube, wir werden jetzt noch ein bisschen was angucken und dann direkt einschlafen.